Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia und die letzte ist ja leider schon ein bisschen her und eigentlich haben wir noch nicht so richtig spektakuläres Neues, deswegen haben wir uns gesagt, wir machen mal so ein Zwischenupdate für euch. Wir haben uns nämlich viel unterhalten in den letzten Tagen, geplant, geschaut, ist es alles auf dem richtigen Weg und ich habe Felix dabei beobachtet, wie die wunderschönen tollen Gondeln entstehen. Schaut mal zu. Felix hat einen ganz besonderen Moment und hat er mich dazu geholt, weil die erste Gondel ist fertig. Ganz genau. So wie du dir vorstellst. Die erste Gondel, ein schwerer so Werk, wie sie ne? sollen. Was ihr nicht wisst, sein. es gab nämlich schon andere Beispiele. Also ich habe nämlich an so einem ganz flachen, ganz länglicheres. Hast du die noch? Ja, ich habe hier so verschiedenste. Und genau, diesen meine ich. diese. Den habe ich nämlich mal gesehen und ich fand, sah aus wie eine Gondel. Also ich hätte jetzt nicht so unbedingt gemerkt, dass das nicht passt. Was hat dich daran gestört? Ja, ich finde sie blöd. Sie ist nicht asymmetrisch, das ist ja ganz wichtig bei den Gondeln in Venedig, die sind asymmetrisch. Und Ist es das gleiche Material? das ist das gleiche Material, das ist so ein KBM-Werkstoff, das ist so eine Art harter Schaumstoff, den kann man sehr gut schleifen. Und dann war sie fertig und es gefiel dir nicht und dann musstest du es anders machen. Dann hat Michel Und die eine ist jetzt- gemacht und ich habe jetzt so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen. Sieht aber auch gut aus, ne? Warte, hier ist noch eine. Also die verschiedenen Wege, das ist sozusagen ja, also sie ist noch länger. Und Sönke hat auch eine gemacht und Und dann habt ihr abgestimmt, wer darf jetzt Gondeln bauen oder wie? Oder haben sie dir sozusagen nur geholfen, den richtigen Weg zu finden, wie sie aussehen ja soll? genau, ich habe jetzt im Endeffekt dann so ein Mittelding zwischen denen gemacht. Okay, also die sieht hammermäßig aus. Ich weiß nicht, ob ihr die mal sehen wollt. Diese ganze Verzierung, hast du das komplett mit der Hand gemacht, ne? Das sind so Zaunelemente und verschiedene Sachen, wo ich dann wieder was abgeschliffen habe und versucht habe, das halt anzupassen. Ne? Das ist echt großartig. Wenn ich das so sehe, das ist ja echt so ein toller Moment im Wunderland da sitzen zu können. Wenn du 2 Zentimeter klein wärst, wo würdest du dich hinsetzen? Hast du da mal Gedanken drüber gemacht? So, wir schrumpfen dich runter und dann... Ja, ich bin ja so ein Naturfreak und ich glaube, ich würde mich in die Redwoods setzen in den USA. Okay, und dann da genießen oder Ja, wandern? Zelten, wandern, sowas würde ich da, glaube ich, machen. Was ist für dich das Besondere an der Arbeit hier? Ja, das Besondere ist klar, dass ich spielen kann. Ich kann mir die Ornamente auch selber ausdenken oder sowas. Ja, klar, schon auch freie Entscheidungen machen irgendwie und sich eine kleine Szene überlegen, die vielleicht nicht jeder sofort sieht oder so. Ich finde, das ist das beste Beispiel für eine Entscheidung, weil mir hätte das schon fast gereicht und ich bin ja schon perfektionistisch, wie ihr weißt. Das ist draus geworden und wie das entstanden ist, das zeigen wir euch jetzt mal. So, heute zeigen wir euch mal, wie wir jetzt die Gondeln bauen für Venedig. Ich habe da mal so einen Prototypen gebaut aus KBM-Werkstoff. Habe davon eine Silikonform gemacht, damit wir die Dinger halt vervielfältigen können. Jetzt gieße ich hier ein bisschen rein. Pinsel jetzt eine Deckschicht auf. Dann gehe ich auf jeden Fall schon mal auf Nummer sicher, dass ich da keine Luftblasen habe, wenn ich das später ausgieße. So, Form ist voll. Jetzt massiere ich die noch mal ein bisschen oder klopfe ein bisschen drauf rum, damit vielleicht Lufteinschlüsse noch nach oben gelangen und dann schauen wir gleich mal. So, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit die ganzen kleinen Feinheiten nicht kaputt gehen. Kann man das hier ganz gut entformen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben jetzt hier unseren Rohling, frisch gegossen, bisschen gesäubert. Und jetzt geht's ans Tunen, denn in Venedig gibt es ja schon ganz schön heftige Gondeln mit vielen Verzierungen dran, Schnitzereien. Und das versuche ich jetzt auch irgendwie zu machen. Jetzt ist die Gondel fertig, ich habe die Ornamente draufgeklebt und jetzt können wir die lackieren. Die Gondeln sind jetzt fertig schwarz lackiert. In der Zwischenzeit habe ich noch so eine Sitzbank gegossen. Die kann ich jetzt mal entformen. Ja, die malen wir gleich an. Noch ein bisschen übergranieren. Und dann können wir die gemütlichen Sitzbänke in die Gondel setzen. Die
Die Gondel ist jetzt fast fertig. Es fehlt aber noch die Frucola. Das ist ein handgeschnitztes Stück Holz, auf dem der Gondolieri das Ruder ablegen kann und damit besser manövrieren kann. Und es fehlt noch der Ferro di Prua oder der Ferro. Das ist dieser metallerne Kamm, der vorne an der Gondel dran ist, mit den 6 Zacken nach vorne zeigen und 1 Zacken nach hinten. Die Zacken stehen für die Stadtteile Venedigs und der eine, der nach hinten zeigt, steht für eine Insel, die vor Venedig liegt. Der fehlt noch und der dient eigentlich zum Gewichtsausgleich des Gondolieris. Das wird aber alles später bei uns ein bisschen im größeren Stil auf Masse gefertigt. Dementsprechend habe ich die Teile jetzt noch nicht. Bei meiner Recherche bin ich auf viele Fotos gestoßen, wo der Gondolieri auf einem Teppich auf der Gondel steht. Ich nehme an, das dient zum Schutz des Lackes. Ich habe auch gelesen, da sind 6 Schichten Lack drauf und die Dinger glänzen ja wirklich super und sind sehr gepflegt. Und ja, so einen Teppich werde ich jetzt noch bauen und dann ist die fast fertig. Gut, dann ist es jetzt soweit. Der Kapitän bzw. der Gondolieri darf jetzt das Schiff betreten. Jetzt kommt natürlich typisch venezianisch, ganz romantischen Pärchen, die anstoßen. Ja, das ist wirklich schon verrückt, wie viel Arbeit in so einer kleinen Gondel drin steckt. Und wir wissen gar nicht, wie viele Besucher das eigentlich wahrnehmen. Aber ehrlich gesagt, lieben wir es, so verrückt zu bauen. Und wenn dann mal ein Besucher entdeckt, dass dieses wirklich ein ganz besonderes Meisterstück ist, dann hat es sich für uns gelohnt. Also, das war's für heute. Eine Folge Bella Italia ist hier wieder zu Ende. Aber diesmal müsst ihr gar nicht so lange warten. Denn wir zeigen euch mal, dass wir den wunderschönen Dogenpalast angefangen haben. Und das ist eine neue Folge wert. Also, wir hoffen, ihr schaut wieder zu. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.